Das Deutsche Tor, das im Zeitraum von 1688 bis 1691 entstand, bildet zusammen mit seinem südlichen Pendant, dem Französischen Tor, eines von 2 erhaltenen Resten der Hauptmauer der Festung Landau. Bis weit ins 19. Jahrhundert bildete es lediglich eine von 2 Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen bzw. zu betreten. Unter anderem, da dies seit der Eröffnung der Bahnstrecke Neustadt-Wissembourg und dem Bahnhof der Stadt zunehmend zu einem Hindernis wurde, wurde die Festung 1871 aufgegeben und ein weiterer, östlicher Zugang in Form der heutigen Ostbahnstraße geschaffen. Beim Bauwerk handelt es sich um eine barocke Anlage, die über eine Tordurchfahrt sowie eine stadtseitig dreischiffige Halle verfügt. Darüber hinaus ist sie mit Tympanonreliefs ausgestattet. Als verantwortlicher Architekt fungierte Sébastien Leprestre de Vauban. Der Kreuzgarten befindet sich in den ehemaligen Klosteranlagen neben der Augustinerkirche und wurde ab 2003 mit Hilfe von Spenden, unter anderem des Vereines Blumen- und Gartenfreude, neu angelegt. Er ist mit seinen über 60 verschiedenen Rosensorten ein duftendes Paradiesgärtlein inmitten der Stadt Landau. Die Oase der Stille inmitten der quirligen Landauer Innenstadt ist diese von einem Kreuzgang umfasste ca. 600 Quadratmeter große, kontemplative Anlage. Ein Wegekreuz gliedert die Rasenfläche, die von Buchshecken, Hochstammrosen und Stauden eingefasst ist. Zu den spätgotischen Spitzbögen hoch ranken sich Kletter- und Heckenrosen. Die Augustinerkirche oder Heiligkreuzkirche ist eine römisch-katholische Kirche in Landau in der Pfalz, die zugleich eine von 2 Pfarrkirchen bildet. Die einstige Bettelordenskirche steht unter Denkmalschutz. Um 1300 ließen sich vor Ort Mitglieder des Augustinerordens nieder. In den Folgejahren errichteten sie das Kirchengebäude, das ihnen fortan als Klosterkirche diente.
Da die Augustinerkirche Anfang des 20. Jahrhunderts für die angewachsene katholische Bevölkerung von Landau zu klein geworden war, wurde die Stadtpfarrkirche St. Maria in der Südstadt errichtet. Bis Ende 2015 fungierte sie als Pfarrkirche für die ausschließlich innerhalb der Stadtgrenzen ansässige Pfarrei Heiligkreuz. Seit 2016 hat sie dieselbe Funktion für die neu gebildete Pfarrei Heilig Augustinus. Beim Bauwerk handelt es sich um eine gotische dreischiffige Gewölbebasilika, die im Kern vom Anfang des 14. Jahrhunderts stammt. Die derzeitige Gestalt erhielt sich hauptsächlich im Zeitraum von 1405 bis 1413. Landau in der Pfalz ist eine kreisfreie Stadt mit 48.209 Einwohnern, Stand 31. Dezember 2024, im südlichen Rheinland-Pfalz und Teil der Metropolregion Rhein-Neckar. Die ehemalige elsässische Reichsstadt ist Verwaltungssitz des Landkreises Südliche Weinstraße, welchem sie selbst aber nicht angehört. Nach der Einwohnerzahl ist Landau die sechstgrößte Stadt der Pfalz. Gegründet wurde Landau um 1260 von Graf Emich IV. Von Leiningen-Landeck. Dieser ließ eine in die Ebene vorgelagerte Befestigung als zusätzlichen Schutz für seine Burg Landeck errichten. 1274 erhielt Landau von König Rudolf I. von Habsburg die Stadtrechte. Der König gewährte Landau 1291 den Status einer Reichsstadt. 1324 wurde Landau an den Bischof von Speyer Emich von Leiningen verpfändet. Erst 1511 wurde es durch Kaiser Maximilian I. wieder ausgelöst und der Vogtei Hagenau unterstellt. 1521 trat Landau der Dekapolis, dem elsässischen Zehnstädtebund, bei. Bürgermeister Hans Hitschler unterzeichnete 1579 für den Rat der Stadt die lutherische Konkordienformel von 1577. Seit dem Westfälischen Frieden von 1648 war Landau mit kurzen Unterbrechungen Exklave des Königreichs Frankreich bzw. französische Enklave im Reichsgebiet. Im Holländischen Krieg zeitweise wieder unter Kontrolle von Reichstruppen, bestätigte der Friede von Nimwegen 1678 bis 1679 endgültig die Abtretung Landaus vom Heiligen Römischen Reich an Frankreich. Das alte Kaufhaus ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das vor allem als Kulturzentrum dient. Das Gebäude, das im Kern einen mittelalterlichen Massivbau darstellt, entstand im frühen 15. Jahrhundert, erstmals schriftlich erwähnt wurde es im Jahr 1415. Es diente bis ins 19. Jahrhundert hinein als städtisches Kaufhaus. Es ist jedoch nicht mehr in seiner ursprünglichen Anlage erhalten, da es im Zeitraum von 1838 bis 1840 zu einem Konzert- und Theatergebäude umgestaltet wurde. In seiner ursprünglichen Funktion verlor es an Bedeutung, als Anfang des 20. Jahrhunderts die Jugendstilfesthalle eröffnet wurde. Seit 1997 bildet das alte Kaufhaus nach einem erneuten Umbau, der 1995 begann, zusammen mit dem Frank-Lückschen Haus und der Katharinenkapelle, die sich beide ebenfalls im näheren Einzugsgebiet befinden, das Kulturzentrum Altstadt.
Der unter Denkmalschutz stehende Galeerenturm ist vermutlich das älteste Bauwerk der Stadt und der letzte bestehende Eckturm einer mittelalterlichen Festungsanlage. Ab 1732 wurde er als militärisches Gefängnis genutzt. Der Name des Turms lässt erahnen, dass die Sträflinge von hier aus als Rudersklaven auf Galeeren geschickt wurden. Die vergitterten Fenster des seit 1927 von der Gesellschaft der Niederländer gepachteten Turms sind bis heute erhalten geblieben. Ausbruchsicher sind sie hingegen nicht mehr. Die Pestalozzi-Schule Landau ist eine dreizügige Grundschule im Innenstadtbereich der Stadt. Das Schulgebäude, ein dreigeschossiger neubarocker Walmdachbau von 1895 mit einem dreieinhalbgeschossigen neuklassizistischen Erweiterungsbau von 1924, steht unter Denkmalschutz. Die Einweihung der Pestalozzi-Schule erfolgte 1896. Um 1923 kam als Erweiterungsbau der Schule das sogenannte Knabenschulhaus dazu. Landau wurde 1688 bis 1691 von Vauban zur Festung ausgebaut. Dabei wurde die mittelalterliche Stadt zum großen Teil niedergebrannt. Vermutungen, dass der Brand im Auftrag des französischen Festungsbaumeisters gelegt wurde, konnten nie bewiesen werden. Beim Neubau entstanden gerade Straßen, rechtwinkelige Bauquadrate und der Marktplatz. Mit der Anlage der Festung änderte sich das Leben der Bewohner. Im Spanischen Erbfolgekrieg wechselte die französische Festung Landau mehrfach nach aufwendigen Belagerungen den Besitzer. 1702 lösten die kaiserlichen Truppen die Franzosen ab, 1703 gewannen die Franzosen Landau nach der Schlacht am Speyerbach zurück, 1704 wurde Landau wieder kaiserlich. Seit dem 12. März 1709 war Karl Alexander von Württemberg Festungskommandant. 1713 wurde die Stadt von Marschall Jacques Bazin de Bezons belagert. Die Franzosen gewannen die Festung am 20. August 1713 zurück. Im Frieden von Rastatt 1714 war der Heimfall von Landau an Frankreich der wesentlichste Gewinn für Ludwig XIV. Die evangelische Stiftskirche ist ein Wahrzeichen von Landau in der Pfalz. Sie gehört zu den 3 ältesten Kirchen der Stadt. Um der offiziell 1274 durch Graf Emich IV. Von Leiningen neu gegründeten Stadt eine kirchliche und seelsorgerische Versorgung zu gewährleisten, berief der Stadtherr im Jahre 1276 Augustinerchorherren aus dem elsässischen Zabern nach Landau. Sie errichteten einen Konvent und ein Spital und begannen 1281 mit dem Bau einer Pfarrkirche, die der stark wachsenden Stadt aber schon bald nicht mehr genügte. Die Stiftskirche wurde ab 1333 südlich der Kaich errichtet. Der älteste Teil der Kirche, der frühgotische Chor, wurde um 1335 fertiggestellt.
Um 1340 war die Stiftskirche bis auf den Westturm vollendet, dessen Bauzeit von 1349 bis Mitte des 15. Jahrhunderts währte und der auf Wunsch der Stadt und auf Kosten des Stadtrates erbaut wurde. 1483 wurde das Kloster in ein weltliches Kollegiatstift umgewandelt, die Pfarrrechte blieben bei den Stiftsherren. 1490 wurde ein zweites Seitenschiff im Norden angefügt. Die Stiftskirche ist die größte gotische Kirche ihrer Art in der Pfalz. Die Stadt gehörte wie das Unterelsass seit 4. März 1790 zum Departement Bas-Rhin und war 1793 bis 1800 Sitz des Distrikt Landau. Auch 1814, nach dem ersten Sieg im Befreiungskrieg über Napoleon Bonaparte, blieb Landau zunächst französisch. Aufgrund der Vereinbarungen im Zweiten Pariser Frieden vom November 1815 kam das nördlich der Lauter liegende Gebiet und damit auch Landau zunächst unter die Hoheit Österreichs. Landau war jetzt Bundesfestung. Österreich war schon im Juni 1815 auf dem Wiener Kongress die vorher zum Departement du Montonnerre, Departement Donnersberg, gehörende übrige Pfalz zugesprochen worden. Im April 1816 schließlich wurde die gesamte Pfalz in einem Staatsvertrag von Österreich an das Königreich Bayern abgetreten. Nach dem Krieg 1870 bis 1871 war Landau nicht mehr Grenzstadt, da sich die Westgrenze des Deutschen Reichs infolge der Annexion Elsass-Lothringens deutlich nach Westen verschoben hatte. Die Festung wurde geschleift, neue Straßenzüge entstanden. Landau wurde zum Zentrum des pfälzischen Weinhandels und galt bald als wohlhabendste Stadt der Pfalz. Dies lässt sich bis heute an der für eine Kleinstadt vergleichsweise prächtigen Architektur ablesen. Es entstanden repräsentative Bürgerhäuser entlang der neu angelegten Ringstraße und ihrer Seitenstraßen.